Menschenfischer. Viele kennen diesen Begriff aus der Bibel. Alle, die in der Bibel gelesen haben, haben diesen Begriff zumindest gelesen und den Ausspruch, den überlieferten Ausspruch von Jesus: Ich will Menschenfischer aus euch machen. Da kann man nun lange rätseln, was das bedeutet, und es gibt auch sehr unterschiedliche Definitionen dafür. Ich mache es mal auf meine Art. Es gibt keinen Menschen, der mehr wert ist als ein anderer Mensch. Alle Staffelungen und Klassierungen sind ein Weg in die falsche Richtung. Kein Mensch hat eine größere Lebensberechtigung als ein anderer. Das geht nicht, das passt nicht zusammen. Alle Menschen sind gleichwertig. Wir Menschen gehen in verschiedene Richtungen, entwickeln uns unterschiedlich, haben unterschiedliche Meinungen. Deswegen sind wir aber nicht unterschiedlich wertvoll. Man kann so langsam fühlen, dass sich etwas verändert im großen Raum. Und ich habe so das Gefühl, dass es sich zuspitzt. Wir befinden uns in einer sehr wichtigen Entwicklungsphase, vielleicht in der wichtigsten überhaupt. Und alle Energien, die damit zu tun haben, konzentrieren sich, sie spitzen sich zu, bündeln sich. Darum sind die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, glaube ich, sehr wichtig. Wir alle kennen im Großen und Ganzen die Definition, was Menschlichkeit bedeutet. Das ist ja ein Begriff, den haben wir selbst geprägt. Menschlichkeit und Unmenschlichkeit, nicht Menschlichkeit. Zur Menschlichkeit kennen wir eigentlich überliefert die positiven Faktoren. Das heißt auch diese Fähigkeiten zu vergeben, Güte, Nächstenliebe, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, dem anderen aus der Not helfen, wenn es einem möglich ist, jemandem helfen, der sich in Not befindet, jemand sozusagen auch aus dem Graben ziehen. Das sind alles Begriffe, die mit in den Begriff Menschlichkeit gehören. Bestimmte Sachen passen nicht zu diesem Begriff Menschlichkeit. Das ist zum Beispiel, dass man Bomben produziert, damit man Kriege führen kann, indem man andere Menschen vernichtet. Das passt nicht zusammen. Es passt vor allen Dingen nicht zusammen, wenn man sich als Christ bezeichnet, weil das ja völlig dem widerspricht, was eigentlich aus der Bibel überliefert ist, auch aus den Geboten überliefert ist. Man kann nicht sich hinstellen und sagen, ich bin Christ, natürlich bin ich Christ, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, ich bezahle Kirchensteuer, ich schaue jede Woche oder jeden Tag mal in die Bibel, ich bete jeden Tag, natürlich bin ich Christ, und gleichzeitig fördert man oder unterstützt man diejenigen, die
Kriege initiieren und alles dafür tun, dass man Material hat, um Kriege zu führen. Und wenn man darin keinen Widerspruch sieht, dann ist man nicht wach. Oder wenn man gleichgültig dem gegenüber ist, ist man auch nicht wach, nicht aufgeweckt. Das passt nicht zusammen. Und im Moment haben wir in der Welt ja viele Krisen, Herde, sehr viel Absurdes geschieht, wo man sich auch die Frage stellen kann, hat der Mensch die Absicht, sich selbst auszulöschen und alles in die Richtung eskalieren zu lassen, Selbstvernichtung? Oder finden wir die Power, die Kraft, uns auf das zu besinnen, was uns eigentlich wirklich ausmacht und wodurch wir uns selbst insgesamt als Menschheit erhöhen, uns aus dem Sumpf ziehen, dass wir weniger Fehler machen, weniger Irrwege gehen. Das finde ich jetzt mal sehr interessant und bin sehr gespannt darauf, wie die nächsten Jahre sein werden. Die Frage ist auch, können wir globale große Veränderungen realisieren? Kommen wir aus diesem komischen Trott heraus, der eigentlich in allen Ländern auf der politischen Ebene versucht wird, dass man irgendwelche Schlingerwege findet und Mehrheiten findet, um eigentlich so weiterzumachen wie bisher, wie die letzten Jahrtausende. Obwohl ganz offensichtlich ist, dass das ein riesiger Irrweg ist, weil die Probleme nicht weniger werden, sondern immer größer werden und der Zustand des Planeten nicht besser, sondern schlechter. Schaffen wir es, radikale Korrekturen zu vollziehen? Das bedeutet aber, dass man auch ein Ziel definiert. Wenn ich das Ziel habe, dass es keine Kriege mehr gibt, dann muss ich gleichzeitig aufhören, Waffen zu produzieren. Da muss ich auch aufhören, andere zu unterstützen, Waffen zu bauen, und ich muss auch aufhören, mit Waffen zu handeln. Das heißt, ich muss sie völlig aus der Existenz schaffen. Und wenn ich in, was den Zustand der Erde betrifft, globale positive Veränderungen haben will, muss ich auch insgesamt die gesamte Organisation der Gesellschaft verändern. Ich muss das Konsumverhalten verändern. Dafür muss sich die Prioritäten verändern. Um sie verändern zu können, muss ich sie erst einmal definieren oder mir bewusst machen, was machen wir eigentlich Tag für Tag und Tag für Tag? Was sind die Ideale, die uns überliefert werden und gepredigt werden? Was sind die Ideale, die wir verinnerlicht haben und wieder nach außen leben? Ja, es ist sehr dringend, dass auf der Ebene mehr geschieht. Diese, dieser Austausch, Erfahrungsaustausch, und raus aus dem Konsumabgrund, weil man auch sagen kann, da ist man eigentlich ein Idiot,
weil geistig nichts abläuft. Keinerlei Erkenntnis, keinerlei Fortkommen, auch keine Erhöhung auf dem geistigen Niveau, sondern man ist vollgefressen, entwickelt alle möglichen negativen ähm, Eigenschaften, wie vor allen Dingen Neid, Eifersucht, Habgier, Hochmut, Arroganz. Diese ja wirklich einfach nur negativen Faktoren. Und wenn ich diese lebe, kann ich auf der anderen Seite innerlich, auch was das betrifft, nicht vorankommen, weil in mir, in meinem Geist nichts abläuft an Weiterbildung. Das funktioniert eigentlich nur, wenn ich mir selbstbewusst werde, wie ich lebe und versuche es zu ändern und mich austausche mit anderen. Zurzeit, die letzten Monate, hat man ja jeden Tag, wenn man Nachrichten hört, man kommt immer an so eine Stelle, wo damit gedroht wird, dass ein Krieg entsteht, vielleicht der dritte Weltkrieg, dass Atombomben geworfen werden. Dann weiß man, wenn das tatsächlich passieren sollte, wird das ja wieder etwas nach sich ziehen. Das heißt, es kann sein, dass plötzlich die ganze Welt involviert ist. Und ich würde mich mal freuen, wenn es laut und in einem großen Rahmen Statements gibt, Erklärungen gibt, wie darüber gedacht wird. Und dass dann auch in die Richtung gehandelt wird, dass das nicht passiert, dass es keine ähm, Weltkriege mehr gibt. Und ansonsten habe ich gesagt, ich war das letzte Wochenende bei einem Familientreffen, da hatte ich in einem Gespräch in der Runde gesagt, wenn sich das so entwickelt, dass immer weiter Waffen produziert werden, dass die Probleme zugespitzt werden und immer mehr Hass sozusagen gepredigt wird, in die Welt entsendet wird und dann daraus ein Krieg entsteht oder auch ein atomarer Krieg, dann werde ich mir eine Tasse Kaffee kochen und mich mit einem Stuhl draußen auf die Straße setzen und sagen, Leute, macht was ihr wollt. Ich mache keinen Krieg mit, weil Krieg nicht zur Liebe gehört. Krieg passt nicht zur Nächstenliebe. Und wenn es nicht zur Nächstenliebe passt, passt es auch nicht zum Menschen. Das heißt, das ist nicht der Weg der Menschlichkeit, den man dann geht, sondern man geht den Weg der Unmenschen. Und da kann ich nur sagen, ich mache nicht mit bei dem. Schaut in die Augen der Kinder, schaut euch überhaupt die Kinder an, nehmt die Kinder wahr, nehmt wahr, wonach sie sich sehnen, nehmt wahr, was sie empfinden, schaut euch die Tierwelt an, schaut euch die Pflanzenwelt an, nehmt überhaupt wahr, mehr wahr. Und dann bezieht Stellung. Und alle, die ich berühren kann,
dass sie sich in die Richtung entwickeln, mehr Nächstenliebe leben und sich entfernen von allem Kriegsdenken und Kriegsgehabe, von allen negativen Faktoren. Alle, die ich da berühre, definiere ich als Menschen, die ich fische. Ich fische sie mit diesem Netz meiner Empfindung, und alle, die ich berühren kann, denen ich einen Impuls geben kann oder die ich inspirieren kann oder die in meinen emotionalen Raum und in meinen energetischen Raum kommen und positive Änderungen versuchen und wagen. Ja, das sind für mich gefangene Menschen, weil ich sie von den Unmenschen getrennt habe. Aus dem Pool der Unmenschen fische ich sie heraus. Und dass es ihm bewusst wird, was Menschsein bedeutet. Das bedeutet für mich Menschenfischer. Fischer. Ja, also habt mehr Mut zur Veränderung. Wir brauchen globale Korrekturen. Und ansonsten kann ich nur sagen, macht nicht mit bei dem, was euch klar ist, was falsch ist. Wenn ihr es nicht ändern könnt, ins Positive, macht nicht mit. Lasst euch nicht erpressen, nicht nötigen, nicht drohen, auch nicht mit Gewalt drohen. Kein Mensch kann an anderen Menschen dazu zwingen, etwas oder jemanden zu töten. Er hat keinerlei Recht dazu. Wenn er es kann, dann nur, weil der andere sich drohen lässt, aus Angst, dass er bestraft wird. Vielleicht, dass er selber getötet wird, weil er sich weigert zu töten. Dann sage ich, aber wenn ich aufgefordert werde, dass ich töten soll, dann sage ich, nein, ich mache nicht mit, ihr könnt mir nicht drohen. Dann tötet mich. Aber ich lasse mich nicht dazu zwingen, Irrwege zu gehen. Und ich glaube nicht an den Tod so, wie ihr glaubt. Ich glaube, dass es ein Weg ist, den man geht, und eine Tür, die wieder zu einem neuen Weg führt. Ich habe keine Angst davor. Ich versuche, das anderen mitzuteilen und ihnen Mut zu geben und die Kraft zu geben, mehr Kraft zu geben. Zu sagen, lasst euch nicht nötigen, lasst euch nicht drohen. Macht nicht aus Gleichgültigkeit, macht nicht aus Habgier, aus Eifersucht, aus Profitgier. Totale Fehler. Ja, es wird sehr, sehr viel geschehen. Ich fühle das. Es ist in der Luft gewissermaßen, weil ich schon fühlen kann, dass sich die Energie in dem Raum, die Atmosphäre, sich verändert. Und nach den letzten Jahren, nach diesen vielen, vielen tausend Stunden, in denen ich mich damit beschäftigt habe, was wir machen als Menschen, weiß ich, dass sehr viel geschehen wird. Lasst uns dafür sorgen, dass so viel Schönes wie möglich geschieht, und lasst uns das Schlimme
das Negative versuchen zu bremsen. Und jeder, der sich Christ nennt und sich auf die Überlieferung der Bibel beruft, hat in sich auch eine Emotion und eine innere Stimme sozusagen, die ihm sagt, tu dieses nicht oder tu jenes nicht, lass das, geh den Weg und geh den Weg. Und geh die Wege, die du gehst, aus deinem Inneren heraus. Sie sind in dir. Wenn du dich auf dich selbst besinnst, dann findest du das, dann findest du auch die Kraft und die Energie, einen Weg zu gehen, einen guten Weg zu gehen. Es muss dir nicht diktiert werden durch Nachrichten. Es muss dir auch nicht durch Lehrer in der Schule diktiert werden oder durch Arbeitgeber, irgendwelche Chefs. Es ist schon in dir gesät. Lasst uns versuchen, so viel Schönes zu leben wie möglich. Und lasst uns versuchen, so viel zum Positiven zu verändern, wie uns möglich ist. Mehr als uns möglich ist, können wir nicht tun, aber wir können das tun, was uns möglich ist. Also, auf geht's. 2018 hat begonnen. Viel Glück, viel Kraft, viel Liebe.